Ein F40, Lotnummer, ich weiß es nicht. Ich habe gerade schon die Reihe gesehen. Es sind super exklusive Autos da. Ich sehe im Hintergrund einen McLaren P1 GTR, direkt daneben einen silbernen Porsche Speedster. In schmal allerdings, also extremst selten. Und wir haben gerade nachgefragt und dürfen jetzt tatsächlich exklusiv hier dabei sein und dürfen das Ganze auch filmen, während ich mich auf die andere Seite stelle und ein paar ordentliche Fotos versuche für euch zu reißen. Und wie ihr seht, sind die Leute, die sich hier ansammeln, von der allerexklusivsten Sorte. Und hier wird auch extremst darauf geachtet, also Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit ohne Ende. Und bevor die ersten Leute sich verrückt machen lassen und ihre Millionen ausgeben, sehen wir uns die geilen Autos an, bevor sie in irgendwelchen bewachten Hallen verschwinden. Denn dann kriegen wir sie nicht mehr zu sehen und das finden wir total schade. Jetzt genau hingucken und sagen viel Spaß dabei. Jetzt wird's ganz speziell und jetzt muss sogar ich genau aufpassen, denn entdeckt wurde Folgendes: 964 RSR 3,8 Liter ist an sich schon ein seltenes Auto, 57 Stück weltweit gebaut. 11 davon als Clubsport. Angeboten wird einer dieser 11. Nicht nur, dass der nagelneu ist, sondern eine ganz eigenartige Innenausstattung hat. Innenausstattung, ja, ihr habt richtig gehört. Ein hellrotes Leder, was also da verbaut wurde. Sogar der Käfig ist beledert. Alles, was mit Leder gemacht werden konnte, wurde beledert. Das passt eigentlich gar nicht zu einem 3.8er RSR. Ich weiß auch gar nicht, wem dieses Auto gehört hat. Noch eine Besonderheit, die dieses Auto ausmacht und die sehr außergewöhnlich ist die Tatsache, dass, und jetzt genau zuhören, die Fahrgestellnummern bei diesen Autos gehen bei Nummer 57 bis Nummer 0004. Dieses Auto endet mit der Fahrgestellnummer 0007. Was auch immer das bedeutet. Dokumentiert sind die Autos also nur bis 0004. 0007 hat dieses. Wahrscheinlich ist das eines dieser Autos, die es immer mal wieder bei Porsche gab, dass dann 1, 2 oder 3 Autos mehr gemacht wurden, so ähnlich auch wie beim 959. Diese ganzen genauen Zahlen, die alle so genau verbrieft sind, scheinen da alle gar nicht so zu stimmen. Was ihr mit dieser Info anfangt, ist euch überlassen, ist aber Klugscheißerei auf allerhöchstem Niveau. Und wir sind, glaube ich, auch die Einzigen, die diesen Punkt international angebracht haben, denn erzählt und geschrieben und berichtet haben sie alle davon. Solltet ihr da genauere Informationen zu haben, bin ich dankbar für alles, was ihr da mehr wisst als ich. Ich bin gespannt und dieses Auto will ich euch jetzt zeigen. Also kommt. 964 RSR. 57 Autos gebaut, 11 davon als Clubsport. Das ist eines dieser Clubsportautos. Und das Besondere ist eben, dass damit tatsächlich noch wirklich kein Kilometer gefahren wurde. Und wenn man im Porsche-Buch der Typen nachguckt oder die Fahrgestellnummern durchgeht, dann enden die RSR-Modelle 3,8 bei Fahrgestellnummer 0004. Das sind dann die 57 Autos. Die es gibt davon 11 als Clubsport-Variante. Das hier ist auch Clubsport, auch wenn es von innen erstmal nicht so aussieht. Denn der damalige Besitzer oder derjenige, der den Wagen damals bestellt hat, hat sich alles, was überhaupt nur irgendwie zu beledern war, beledern lassen. Das Ganze in einem Clubsportauto. Also wir nehmen also Gewicht raus, um dann mit Leder wieder Gewicht reinzumachen. 0004 markieren die 57 Autos. Dieses Auto hier endet auf 0007. Ist auch wiederum Beleg dafür, dass Porsche auch immer so 2, 3, 4 Autos, die eben nicht dokumentiert sind, außerhalb der Reihe zusätzlich gebaut hat. Auf besonderen Wunsch, auf Bitte, Bitte. Ja, ihr erinnert euch an so Autos wie 993, Turbo, Cabriolet. Das waren auch so Autos, die nirgendwo in der Literatur auftauchten und die nirgendwo zu sehen waren. Exklusiver kann es kaum sein. Und das ist das berühmte Auto. Ich habe gerade gar nicht gesehen, während ich euch erzählt habe, hinter uns ist eine absolute Koryphäe, eine Ikone in Sachen Porsche. Auch wenn er nicht wirklich Porsche mit Nachnamen heißt. Der heißt aber Ruf und Ruf ist einigen von euch ein Begriff. Herr Alois Ruf begutachtet das Auto gerade und da fragen wir mal ganz lieb und artig nach, ob der vielleicht irgendwas weiß. Ich versuche es ja gerade zu kapieren, was es ist. Mystik, das Ganze von dem Auto. Aber es scheint ein echter zu sein. Woher kam das Auto? Wissen Sie das? Keine Ahnung, wo das Auto herkommt. Ich studiere es jetzt gerade zum ersten Mal. Aber nach meinem besten Wissen und Gewissen kann ich sagen, es ist ein echter RSR, 3,8 Liter. Ich müsste jetzt auf der Hebebühne haben oder wenigstens den Motordeckel mal aufmachen oder was. Aber es sieht schon sehr verdächtig original aus. 10 Kilometer, ja, das ist extrem wenig. Das Auto kommt einerseits als Rennwagen und dann geht es in die Sonderwunschabteilung. Und dann machen die alles, was der Kunde will. Wenn ein Auto in die Exklusivabteilung kam, das bedeutet also, wenn extra Wünsche da waren, der Wagen wurde erst fertig gebaut, um ihn dann wiederum auseinander zu pflücken und so zusammenzubauen, wie der Kunde es haben möchte. Ich meine, das klingt nicht sehr effizient, aber so geschah das damals. Und sowas kommt dann eben auch dabei raus. Ja, da seht ihr die Einstiegsleisten mit dem Porsche-Schriftzug.
Belederter Käfig, sehr, sehr ordentlich gemacht. Mehr konnte man, glaube ich, auch gar nicht bestellen. So ein Auto wird heute wahrscheinlich mit 2,5 Millionen Euro angeboten und wird mit Sicherheit auch einen Abnehmer finden. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Das Auto hat eine ganz besondere Aura, also ich will gar nicht hier weggehen, aber jetzt muss ich wirklich weggehen. Versteigerung. Es ist soweit, vielleicht seinem Nachbarn imponieren wollen, vielleicht sich hinreißen lassen, um der jungen Dame, die neben einem sitzt, zu imponieren. Das können natürlich alles Gründe sein, dass man sein Geld ausgibt, ob sinnvoll oder unsinnig. Fakt ist aber, dass man wahrscheinlich keinen einzigen Cent verlieren wird. Das gucken wir uns jetzt, soweit das geht, aus der Nähe an. Und vielleicht kriegen wir auch jemanden vor die Linse oder vor das Mikro. Geil! Das ist schon aufregend, wenn hier geboten wird und es um Millionen geht. So ganz locker, wie ich das gerade beschrieben habe, ist das alles natürlich nicht. Das will schon wohl überlegt sein. Die Leute kommen ja nicht hierher und lassen sich hinreißen. In den wenigsten Fällen ist das so. Die haben sich natürlich alle vorher informiert. Dann geht es um Originalität. Und die Hebelwirkung ist auch eine wahnsinnig hohe. Denn sollte man sich da um nuancenweise irgendwas vertun, kann das ganz, ganz böse Folgen haben. Das macht das Auto nicht weniger schön, das man erworben hat. Aber es fühlt sich eben anders an. Ich meine, eine Tapete oder ein Renoir, weiß ich nicht. Ich habe lieber den Renoir. Und die Leute wahrscheinlich auch, besonders wenn man dafür bezahlt hat. Der Porsche ist gerade im Angebot, der 959. 750, 775.000 Euro für den 959. Ich weiß nicht, warum der für so kleines Geld rausgegangen ist. Ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Aber für solch ein Auto, was eben höher geschätzt wird, ist das eben nicht so viel Geld. Und aus dem Grund, derjenige, der ihn gekauft hat, kann auf jeden Fall sicher sein, dass er einen guten Schnapp gemacht hat. Alfa Romeo 6C, 8C. Hat mir mal irgendeiner erklärt, weiß ich überhaupt nichts über die Autos. Und es gibt auch noch so wenige davon, dass man gar nicht weiß, ist es ein Original, ist es nicht. Wir haben bei der Mille einige gesehen, die waren super geil. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass die alle original waren, denn sonst würden sie ja nicht mitfahren. Das gleiche gilt für das nächste Auto. Ich weiß es nicht. 6C, 8C, auf den ersten Blick hätte ich es nicht gewusst. Gerade habt ihr gesehen, was da los ist. Jetzt machen wir das Unmögliche. Wir gehen einfach mitten auf den Platz und fotografieren und filmen. Deshalb sagt uns vielleicht auch hoffentlich keiner was. Folgt mir. Wir starten bei 1,1 Millionen. Okay. 1,3. 1,6 Millionen sind wir jetzt. Ziemlich viel Geld für ziemlich wenig Auto. Ich meine, wenn ihr den seht, sagt ihr auch 1,6. Da hatte wohl jemand ordentlich Lust, sich ein Alfa Romeo zu kaufen. 1,750,000, fair warning, 1,750,000, 1,800,000. Della Porsche 918 of Hypercars, this Porsche 918. Only 918 finish in pay to San. Jetzt geht der 918 weg. Ich bin sehr gespannt, was da bringen wird. For 950. 900 looking for 950. 900 looking for 950. 950, thank you. 950,000 in advance of 1 million. 1 million thousand, 1 million euros. 1 million euros and 50. Thank you. 1 million 50 now. 1,2 Millionen Euro momentan liegt der 918 knapp beim Neupreis, würde ich mal sagen. Plus minus. Auch hier bei 1,25 Millionen geht es nicht wirklich weiter. Neues Gebot 1,275 Millionen Euro. Spannung ist zum Bersten. Das ist so krass.
1,3 Millionen Euro, nicht das aktuelle Gebot. Ja klar, ich meine, wenn es jetzt so ist, dass da 2 oder 3 Leute wirklich drum bieten und sich eine Bieterschlacht liefern. Jetzt habe ich mir aufgepasst, welcher Preis? $850.000. Die Stimmung ist so ein Wahnsinn. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wie ein Marktschreier auf ganz, ganz hohem Niveau. Die Leute werden heiß gemacht und wild gemacht und werden natürlich animiert, Geld auszugeben. Was immer schwieriger wird, wenn es denn keinen anderen gibt, der das Auto auch haben will. So, 1,4 Millionen Euro. Ich meine, Mercedes-Benz irgendwas mit einer 600 dran. Richtig dickes Ding. Und die Leute klatschen und jubeln. Wir sind bei 3,9 Millionen Euro und das in Sekunden. Sowas habe ich noch nicht gesehen. 4,2 Millionen Euro. So schnell und das alles in unterhalb einer Minute. 4,4. Ich fange an zu schmelzen. Das Weihwasser fängt an zu kochen. 4,6 Millionen Euro und es geht weiter aufwärts. 4,8 Millionen Euro ohne Aufschlag sind bis jetzt im Raum. Wir sind nach ca. 2 oder 3 Minuten bei einem absolut immensen Betrag. Und es steigt weiter. 5 Millionen Euro ist der Preis, der erreicht wurde, ja, und die Leute klatschen und das tue ich auch. 5 Millionen, hat sie Bock auf einen Mercedes. Delta S4 wird jetzt versteigert. Kompressormotor mit Turbolader. Ein Homologationsfahrzeug, Gruppe B, Audi Quattro S1, Audi Quattro Sport sind alles Autos, gegen die dieses Auto gefahren ist. Und tatsächlich hätte ich nicht erwartet, dass der Wagen auf eigener Achse hierher rollt. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass der Wagen hingeschoben wird. Wurde aber nicht. Das bedeutet, er funktioniert sogar. Gibt es noch viele davon, die funktionieren? Ich glaube nicht. Und schon gar nicht in so einem Zustand. Der Wagen ist ja wirklich Neuwagenzustand. 390.000 Euro. In derselben Riege spielt auch der Audi Quattro Sport. Sehen wir gleich ungefähr einen Vergleich, wie diese Autos bewertet werden, die Gruppe B Autos. €430.000 ist etwas geringer, als ich gedacht hätte. 440 geht's weiter. So, und wieder wird versucht, die Leute zu animieren. €440.000 ist natürlich auch ein amtlicher Preis. Ach, entschuldigt, das hatte ich gerade nicht gesehen. Der Wagen wurde doch gerollt. Er wurde nicht gefahren. Was wiederum nicht bedeutet, dass er nicht läuft. Es ist einfach nur nicht gut, wenn die Autos angelassen werden, die wieder ausgemacht werden, denn dadurch die Benzin sich verrußen. Und hier kommt der LaFerrari. Wir sind bei 2.056.000 Euro in Sekunden. €2.450.000. Und auch nicht wirklich das Schnäppchen. Also verkauft für 2,45 Millionen Euro ohne Aufgeld. Ich meine, es liegt bei 10–15%.
McLaren P1 GTR, liebe Leute. Funktioniert etwas anders als der normale P1. McLaren, großes Kino. Maserati, eines der Autos, die also auch mit Emilia gefahren sind. €1,1 Millionen ohne Aufgeld, das ist natürlich Wahnsinnspreis für ein relativ unspektakuläres Auto. Ah, der Countach kommt gleich. Lamborghini Countach, die komische Büchse, die eigenartig aussieht, der Keil, gezeichnet von Bertone, glaube ich. Ich bin sehr gespannt auf den F40. Letztes Jahr in Paris hat ein F40 auch keine Millionen mehr erreicht. Haben alle ein bisschen gezittert, wussten nicht, was los ist. Es ist echt krass, also so eine Auktion. Selbst wenn man nicht mitmacht, ist es eben nicht so, dass man da ganz unbelastet ist. In der Sekunde, wo nämlich die Leute bieten, jetzt haben sich offensichtlich 3 herauskristallisiert, die also gegeneinander bieten, ist schon eine irre Nummer. Jetzt gehen sie an 700.000 Euro. 730.000 Euro gleich gerade. Und jetzt wird überlegt und es ist auch schon einiges an Champagner geflossen. Also die Herrschaften betteln sich also gerade und jetzt sehen wir gerade, wie sich gegenseitig hochgeboten wird. Ich bin unheimlich gespannt, wie es ausgeht. Jetzt kommt das absolute Nonplusultra in meinen Augen. Absolut geiles Auto. Auch wenn wahrscheinlich nicht das teuerste Auto der Welt und auch nicht gerade das seltenste Auto der Welt. Es gibt schon einige davon. So, good point, good saving notice. 725,000 to 750. 725. 800,000 if you're all done. 800,000. Wir sind bei 800.000 Euro. Hier ist auf jeden Fall die Laune ein bisschen besser. Es könnte sein, dass er eine Million erreicht. 800.000 plus Aufgeld, es wird eine Million. Aber es ist eben immer diese magische Grenze, um die es geht. Gerade bei solchen Autos, die also so gewisse Eckpfeiler in der Sammlung markieren. Also sprich so ein F40, so blöd das jetzt klingt, den hat man zu haben. Genau wie den 300 SL oder ein 911 GT2 oder sowas. Das sind alles so Dinger, die hat man dann, Porsche 959, Eckpfeil natürlich klar. Und da ist eben diese klassische Millionen-Euro-Grenze. Tja, was weiß ich, ob man am Stammtisch sitzt oder, aber wer weiß. Der Abend ist ja noch jung und vielleicht lasse ich mich hinreißen und biete. Ja, 920.000, wir gehen auf die magische Millionengrenze zu. 920,000. Millionen in Dollar ist schon erreicht, das heißt, eine Art der Millionengrenze ist schon erreicht. Mit dem Aufgeld ist es natürlich eh noch mal mehr als eine Million. 940,000. 940,000. 62. L'862 e la Aston Martin 270. Was ein heftiger Tag. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ein F40 ist nicht für eine Million rausgegangen. Für einen Mercedes haben sie geklatscht. Und wir freuen uns, weil das eine super geile Kulisse ist. Beschreiben kann man das nicht wirklich. Es ist schon wirklich abgedreht. Wir freuen uns auf den zweiten Tag und gute Nacht.